gleich 3 älter. Das Shooting für diese Bademodenkollektion, das muss unbedingt nach vorne verschoben werden. Ich habe sie durch ein anderes Model ersetzt. Das geht doch gar nicht, wir haben einen Vertrag. Lesen Sie das Kleingedruckte. Weißt du, ich kann nie wieder modeln. Es ist einfach keine gute Idee, was mit Kollegen anzufangen. Aber das passiert mir nicht nochmal. Ich kann dich nicht länger bei Brandnerbau beschäftigen. Du bist entlassen. Bist du bereit, die Führung des Imperiums zu übernehmen? Eines Tages bin ich Ihr Gremiumsvorsitzender. Da musst du leider erst an mir vorbei. Das ist ja wohl ein Scherz. Hab ich dich nicht gebeten, die Sache streng vertraulich zu behandeln? Kann doch nicht dein Ernst sein. Du willst, dass ausgerechnet Sebastian dein Nachfolger wird? Die Entscheidung ist gefallen. Das kannst du gar nicht. Die Nachfolge regelt immer noch das Gremium. Dafür wurde dieser Quatsch doch überhaupt gegründet. Das Gremium ist die Familie und ich bin sicher, dass alle hinter meiner Entscheidung stehen. Das glaubst du doch selbst nicht. Du selbst hast doch in den letzten Jahren oft genug demonstriert, dass du Sebastian nicht zutraust. Du bist doch nach China verschwunden und hast Lisbeth mit allen Vollmachten ausgestattet, anstatt sie ihm zu übertragen. Ich hatte meine Gründe. So, die hast du aber niemandem verraten. Soll ich dir mal sagen, was bei den anderen hängen geblieben ist? Dass du es ihm nicht zutraust. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, Danska. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich möchte mit meinem Sohn unter 4 Augen sprechen. Sebastian? Mit der Nummer kommst du nicht durch. Du feuerst mich. Einfach so. Ich muss. Warum? Du hast doch gesagt, es läuft gut mit uns. Ich sei eine fähige Mitarbeiterin. Das bist du auch. Aber? Aber ich merke einfach, dass ich für dich... Keine Verwendung mehr hast, richtig? Du willst mich loswerden, um ein paar Prozent mehr Gewinn rauszuschlagen. Nein, so einfach ist das nicht. Hör mal, als ich noch Angestellter war, da habe ich auch nicht immer gleich alles geblickt. Aber wenn man dann Chef wird, dann kommt halt auch die Verantwortung und dann wird es halt komplizierter. Okay. Dann erklär's mir, ich bin ja nicht blöd. Gib mir wenigstens irgendeinen Grund, damit ich's verstehe. Es ist so, wie ich es dir gesagt habe. Du hast aber nichts gesagt. Doch, habe ich. Du bist entlassen. Sorry. Wusstet ihr, dass es Mütter gibt, die es in den ersten Wochen noch nicht mal schaffen, sich selbst die Haare zu waschen? Das schaffst du schon. Im Ernst? Ich habe 5 kleinere Geschwister großgezogen. Manchmal habe ich es noch nicht mal geschafft, mir die Nägel zu lackieren. Boah, da kommen ja harte Zeiten auf dich zu. Hauptsache, ihr hängt dann nicht jeden Tag so eine mobile Fußpflege mit ihrem Kosmetikkoffer rum. Das halte ich nicht aus. Missy, du kannst dich auf uns verlassen. Wir werden dir helfen, bei allem. Ja, einmal Haare waschen pro Woche wird schon drin sein. Ich meine, in der Zwischenzeit kann sich ja Hagen um das Kind kümmern. Warum das denn? Weil er einmal mit ihr in der Kiste war? Nein, weil Hagen der Vater ist. Und Daniel, weiß der auch Bescheid? Was denkst du, warum er einfach abgehauen ist? Und du lässt dich hier schön von allen bemitleiden, weil alle denken, Daniel hätte seine arme Freundin zurückgelassen. Du bist echt das Allerletzte. Andi, das ist nicht meine Schuld. Ach, nicht deine Schuld. Wer hat denn mit Hagen gepennt? Nein, ich meine, ich musste Daniel versprechen, dass ich niemandem sage, dass Hagen der Vater ist, weil er wollte, dass alle denken, dass es seins ist. Ja, weil mein Bruder ein korrekter Typ ist und der sogar die Verantwortung übernehmen würde für einen... Ey. Sag es nicht. Ich habe meinen Bruder gleich vor dir gewarnt, dass du mit jedem in die Kiste gehst, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Andi, jetzt komm mal wieder runter. Ich kann Daniel echt verstehen, dass der in den Dschungel abgehauen ist. Ich würde auch in die Wüste abhauen, wenn ich... Hauptsache schön weit weg von dir. Und Hagen kann ich nur empfehlen, einen Vaterschaftstest zu machen. Wer weiß, wer da noch alles zum Zuge gekommen ist.
Wir hatten eine Absprache. Ich weiß. Ich konnte seine selbstgefällige Art aber nicht mehr ertragen. Er hat ausgerechnet den Baum fällen lassen, an dem ich die Schaukel für Emma aufgehängt hatte. Du gefährdest unsere Pläne wegen einer lächerlichen Schaukel? Diese Firma steht vor dem Aus. Die haben das Auktionshaus und die Immobiliensparte verloren. Die Bank ist so gut wie pleite und steht das Wasser bis zum Hals. Und ihr streitet euch um eine lächerliche Schaukel? Diese Schaukel ist doch nur ein vorgeschobener Grund. Natürlich ist es das. Du kennst doch Ansgar und seine Machtspielchen. Wenn du dich da hineinziehen lässt, hältst du es keine Woche auf dem neuen Posten aus. Jetzt, wo Ansgar weiß, was wir vorhaben, wird er alles tun, um deine Nachfolge zu verhindern. Du sprichst von dem Investorengespräch mit Scheich Kamar? Ja, wir brauchen ihn als Investor. Dann hätten wir ein paar Sorgen weniger. Das weiß ich. Und ich bin vorbereitet. Spar dir jetzt bitte jeden weiteren Kommentar. In Zukunft habe ich mich im Griff. Das muss reichen. Sebastian, dein Ton gefällt mir nicht. Ich denke, für deinen Nachfolger ist er angemessen. Dann hat er doch gesagt, dass ich an allem schuld bin. Nun, es lässt sich ja nicht abstreiten, dass du Daniel betrogen hast. Und dass sein Bruder mich einfach sitzen lässt, das ist wohl in Ordnung für ihn. Obwohl ich mich an die ganzen Bedingungen gehalten habe und Daniel mir versprochen hat, dass er mit mir und dem Kind eine Familie sein will. Ja, aber wenigstens musst du jetzt niemanden mehr belügen. Das ist doch eine große Erleichterung. Toll. Was habe ich davon? Ich sitze jetzt hier allein und muss mir bald von Olli und Christian die Haare waschen lassen. Ach, du bist doch nicht allein. Graf Hagen hat gesagt, er wird dich bei allen möglichen Belangen unterstützen. Er wird wohl kaum da sein, wenn ich mal völlig fertig bin, Augenringe habe und einfach nur getröstet werden muss. Dafür hast du ja immer noch mich. Das ist lieb von dir, Onkel Justus. Aber machen wir uns nichts vor. Hagen wird einen auf stolzen Papi machen und die ganze Drecksarbeit bleibt an mir hängen. Da muss ich ganz allein durch. Hey, machst du mir einen Espresso, bitte? Danke. Hey, Jessie, ich bin's. Du ruf mich bitte mal an, damit ich weiß, dass dir gut geht, ja? Ciao. Hi, Olli, wie gut, dass du da bist. Hast du mal einen Moment Zeit für mich? Du, gerade ist schlecht. Ich bin auf der Suche nach Jessie. Sie hatte Stress mit Andi und ist abgehauen, ohne zu sagen, wo sie hin will. Zoff mit Andi. Super, dann hat's ja noch jemanden getroffen heute. Jessica ist auf Königsbrunn bei ihrem Onkel Justus. Der arbeitet als Butler. So, und bei euch war was los? Wenn man vom Teufel spricht. Nicht hingucken, da ist Andi. Weißt du, was der heute gebracht hat? Der hat mich entlassen. Fristlos. Er hat was? Bella hat mir klargemacht, dass sie nie was mit einem Chef oder einem Kollegen anfangen wird. Ach so, und jetzt glaubst du, sie verknallt sich in dich, weil sie nicht auf Chefs, aber auf Vollidioten steht, ne? Das war doch erst Stufe 1. Stufe 2 ist, ich helfe ihr, einen neuen Job zu kriegen. Stufe 3, sie wird sich in mich verlieben. Aus Dankbarkeit. Andi, ganz ehrlich, das ist der bescheuertste Plan, von dem ich jemals gehört habe. Aber er wird funktionieren, wollen wir wetten? Ja, jetzt stell dir doch mal bitte vor, jemand feuert dich, weil er verknallt in dich ist, aber zu feige ist, dir zu sagen. Sag mal, tickt Fritsche noch ganz richtig? Hat er das denn je? Ja, eigentlich schon. Du, ich rede nachher noch mal mit ihm. Das hat 100% nichts mit dir zu tun. Mit wem denn sonst bitte? Ich glaube, der ist gerade einfach ein bisschen überfordert. Seit Arnos Tod muss er die Firma leiten. Der Druck, die Verantwortung. Mann, der muss einfach mal wieder sein Leben auf die Reihe kriegen. Ja, und ich habe ihm doch schon dabei geholfen. Und ich bin wirklich gut in meinem Job. Das weiß ich doch. Und deswegen wirst du auch ganz schnell wieder was Neues finden. Vertrau mir. Früher wollte ich immer Model, Schauspielerin oder Sängerin werden. Oder Automechanikerin. Aber ganz bestimmt keine alleinerziehende Mutter. Du wirst das bestimmt ganz wunderbar machen. Ich besorge uns eine Flasche Wein und du klaust ein paar Snacks von Frau Linse, okay? Alles klar. Und dann stellen wir die Telefone aus, verriegeln die Türen und der Rest der Welt kann uns mal. Ja. Oh, hi Jessica. Was machst du denn hier? Ich wollte nur meinen Onkel besuchen. So ist es. Erlauben Sie mir, dass ich mich jetzt zurückziehe.
Ja, natürlich. Hey, alles okay? Ja, alles gut. Du siehst aber so aus, als hättest du geweint. Ich weine doch jeden Tag. Das sind die bescheuerten Hormone. Ist doch alles gut. Ist egal. Oh Gott, jetzt weine ich es schon wieder. Wollte ich euch doch gar nicht stören. Macht euch einen schönen Abend, bitte. Was? Nein. Du erzählst uns jetzt mal in Ruhe, was passiert ist, okay? Sag mal, hast du noch viel zu tun oder Lust auf ein bisschen Entspannung? Lust schon, aber ich habe morgen einen wichtigen Termin mit Scheich Kamar Al-Jabir. Wie wichtig? Wenn wir ihn als Investor gewinnen können, ist die Firma gerettet. Ich darf mir morgen einfach keinen Fehler erlauben. Was für einen Fehler solltest du machen? Ihm Whisky anbieten oder in seinem Haaren wildern? Was? Ach. Nein, seitdem Ansgar weiß, dass Ludwig mich als seinen Nachfolger vorschlagen will, da fühle ich mich wie auf einem Schleudersitz. Was? Welcher Idiot hat ihm das gesteckt? Oh nein, Sebastian, wie blöd bist du? Ja, das Gleiche dürfte mir auch schon von Ludwig anhören, wenn auch mit weniger eingängigen Worten. Okay. Gut, dann wird ab jetzt wieder scharf geschossen. Weißt du, vielleicht ist es auch ganz lustig. Ach, mir ging dieses... wir haben uns alle lieb und halten zusammen sowieso auf den Keks. Er will Sebastian zu seinem Nachfolger ernennen? Ja, sieht ganz so aus, als hätte Ludwig komplett den Verstand verloren. Tja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dem alten Trottel zu beweisen, dass Sebastian komplett unfähig ist. Sie haben schon oft genug versucht, Sebastian vor Ludwig zu demontieren. Ohne Erfolg. Bis jetzt hatte ich auch nicht die passende Gelegenheit dazu, aber jetzt, wenn Ludwig anfängt, Sebastian in seine Geschäfte einzuführen, wird diese Gelegenheit sich garantiert ergeben. Wenn Ludwig Sebastian vor dem Gremium offiziell als seinen Nachfolger empfiehlt, dann werden ihm alle folgen. Ich werde verhindern, dass es zu einer Abstimmung kommt. Familiäre Differenzen. Diese Bagage gegeneinander aufzubringen, dürfte kein Problem sein. Hat ja auch in der Vergangenheit oft genug funktioniert. Ohne langfristigen Erfolg. Ach, finden Sie. Immerhin hat die Firma schon 2 Sparten weniger. Und der Rest der Familie glaubt, dass die Bank kurz vor der Pleite steht. Es sei denn, Ludwig gelingt es, fremdes Kapital in die Firma zu holen. Ja, das stimmt. Was sagt Ihnen der Name Kamar Al-Jabir? Ihm gehört halb Dubai. Richtig. Und jetzt möchte der Scheich in Lanshan Enterprises investieren. Tja, wenn da mal nichts schief geht. Oh, entschuldigt die Störung. Hallo. Du bereitest dich auf das Gespräch mit dem Scheich vor? Ja, ich tue seit Stunden nichts anderes. Also, bis gerade. Was gibt's denn? Ludwig lässt ausrichten, falls du noch Informationen brauchst, kannst du dich jederzeit an ihn wenden. Er ist allerdings sicher, dass du den Termin morgen mit Bravour meistern wirst. Mhm. Aber wieso schickt er dich? Er hätte gleich Rauchzeichen geben können oder Trommeln. Ludwig hat sich hingelegt. Er hatte einen anstrengenden Tag. Verständlich. Nach all den Wochen im Schweigekloster gehst du Plaudertasche ihm bestimmt ein bisschen auf die Nerven. Danke, Elisabeth. Gern geschehen, Sebastian. Schönen Abend. Und tschüss. So, mein Mann, wie sieht's jetzt aus? Doch keine Lust. Ich habe Lust, aber Wäre auch ganz schnell gegangen. Tut mir leid, Bella. Dich gefeuert zu haben, war total daneben von mir. Aber ich habe das nur gemacht, weil du gesagt hast, dass du nichts mit einem Kollegen anfängst. Und ich will unbedingt, dass du für mich arbeitest. Ja, und eigentlich will ich auch, dass du was mit einem Kollegen anfängst. Also nicht mit irgendeinem Kollegen, sondern vielleicht mit mir. Nee, das geht gar nicht. Andi ist wahrscheinlich wieder irgendwas quergelaufen und dann hat er das an dir ausgelassen. Ja, aber dann hätte er doch nicht so fies sein müssen, oder?
Ja, streng genommen hat er ja recht. Immerhin ist Daniel sein Bruder. Weißt du, wenn er länger drüber nachgedacht hat, dann wird er bestimmt auch Verständnis für deine Situation entwickeln. Und was ist, wenn ich jetzt immer dicker und dicker werde und anschwelle wie so ein Heißluftballon? Ja, also, immerhin bist du schwanger. Du musst jetzt für 2 essen, das weißt du doch. Wenn ich so weitermache, dann suchen mich bald diese Fischglotzer von Whale-Watching und wollen mich ins Meer rollen. Und einen Kerl werde ich nicht wiederfinden. Das mit dem Model ist auch vorbei. Das ist doch gar nicht gesagt, Jessica. Außerdem, das mit dem Modeln, das hat doch keine Eile. Du weißt doch, dass du dir um das Finanzielle keine Sorgen machen brauchst. Was bringt mir das bitte, wenn ich nur noch aus Bauch bestehe? Oh komm, jetzt übertreib mal nicht. Eine Schwangerschaft dauert nicht ewig. Ja, und was ist danach? Was ist mit meiner Karriere? Naja, jetzt machst du erst mal eine Pause und wenn das Kind aus dem Gröbsten raus ist, dann machst du halt weiter. Fragt sich nur, wie ich danach aussehe. Ja, guck dir die ganzen Topmodels mit Kindern doch an. Ich meine, nach der Entbindung sehen die doch alle wieder super aus. Und wenn du willst, stellen Christian und ich dir nach der Schwangerschaft einen Trainingsplan zusammen. Wie die Topmodels? Ja, genau. Hi, Bella. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass es mir leid tut. Du bist nämlich mehr für mich als nur eine Mitarbeiterin. Ich weiß. Du weißt? Naja, wir haben uns doch in letzter Zeit angefreundet. Und es ist für dich sicherlich nicht leicht, ein Chef und ein guter Freund zu sein. Ja, da ist was dran. Naja, und sicherlich hast du mich auch nur eingestellt, weil ich war neu in Düsseldorf. Du wolltest mir einen Gefallen tun. Ich bin Ollis Schwester. Und jetzt hast du wahrscheinlich festgestellt, du hast einfach gar keine Kapazitäten frei. Es ist genau wie du das sagst. Die Kapazitäten. Und du kriegst natürlich weiterhin dein Geld, bis du was Neues hast. Ist in Düsseldorf halt nicht so einfach, ne? Kennst es ja, wenn du keinen Ruf hast auf dem Bau, dann stellt man dich auch nicht so leicht ein. Aber ich helfe dir natürlich. Danke, dass ihr euch mein Gejammer angehört habt. Ihr hattet bestimmt was Besseres zu tun. Das stimmt. Kein Problem, jederzeit wieder. Ciao. Ciao. Schlaf gut. Entspann dich ein bisschen, ja? Ach, und nimm dir bitte ein Taxi. Ist kalt draußen. Spinnst du? Ich hab selber Kohle. Du nimmst das jetzt, basta. Wir wollen nicht, dass du schwanger nachts mit dem Bus durch die Gegend schaukelst. Okay. Danke. Gerne. Ciao. So. Kein Problem, jederzeit wieder. Mhm. Sie hat uns den Abend versaut. Es war doch gar nicht so schlimm. Ich finde, wir können ihr schon sagen, wenn wir mal keine Zeit für sie haben. Wir haben vereinbart, dass wir uns zu dritt um das Kind kümmern. Und dazu gehört nun mal auch, dass wir in der Schwangerschaft für sie da sind. Danke, dass du mehr Geduld hast als ich. Bin ja auch deine bessere Hälfte. Ja, ich weiß auch, wie spät es ist, aber es ist wirklich dringend. Da kann man wirklich nichts machen. Ach komm, wir sind doch Kumpel. Erst in 2 Monaten wieder. Na gut, dann melde dich, wenn du was weißt. Ciao. Hey, sie ist eine ziemlich gute Schreinerin. Und schlecht sieht sie auch nicht aus. Hey. Okay, dann melde dich, wenn du was weißt. Ciao. Und? Fragezeichen. Ja, klar, das wäre ziemlich dringend. Ich kann dir die nur ans Herz legen. Was, echt? Schon morgen früh? Ja, klar passt das. Danke dir, schlaf gut. Wer sagt's denn? Bella, ich glaub... Now what would you say if I told you that? Hey. Everyone thinks you're a crazy old cat. Hey, man, now you're really living.
Sitzt du noch lange da? Ich erwarte gleich jemand zum Frühstück. Was ist das denn? Ey, wo ist meine Salami? Die Butter ist ja auch weg. Und die Mayonnaise. Ist ja alles weg? Ich finde, wir sollten anfangen, uns etwas gesünder zu ernähren. Wir? Es gibt hier kein Wir. Also rück meine Fressalien wieder raus. Die habe ich entsorgt. Aber dafür haben wir jetzt Naturjoghurt, Obst, Gemüse, Fisch. Du wirst sehen, es geht dir bald besser. Mir geht es gut. Aber es könnte dir noch besser gehen. Pass mal auf. Nur weil du von irgendeinem Typen geschwängert wurdest, müssen wir jetzt nicht alle unsere Essgewohnheiten ändern. Nur die schlechten. Das war meine Lieblingsleberwurst. Die war leider viel zu ungesund und fettig. Du sollst mal auf dein Cholesterin achten. Du kommst auch langsam in das Alter. Hey. Morgen. Hi, Andi. Hey. Können wir gleich los? Klar, ich stell nur schnell den Korb ab. Hagen hat mir ein paar Leckereien für dich mitgegeben. Mortadella, spanischer Käse, Trüffelbutter, Konfitüre, alles Bio. Danke. Es ist leider viel zu fettig oder zu süß. Ach was, ausnahmsweise kann man sich das doch mal gönnen, ne? Wenn du wüsstest, wie viel Eiscreme ich mir in letzter Zeit gegönnt habe. Ja, trotzdem wäre doch schade um die leckeren Sachen. Keine Sorge, ist bei mir in den besten Händen. Können wir los? Na klar. Frau Bosse, seien Sie doch so nett und tippen mir die handschriftlichen Notizen noch ab und dann stellen Sie mir alle Unterlagen zusammen für meinen Termin mit Scheichkammer. Sehr gerne, Graf Landstein. Guten Morgen. Guten Morgen, Sebastian. Morgen. Na, schon fleißig bei der Arbeit? Ich bin alle Bilanzen noch mal durchgegangen. LCL, Gestüt, Landstein Entertainment. Das sind 3 Sparten, die für den Scheich durchaus interessant sein dürften. Und wir stehen gar nicht so schlecht da. Uns fehlt lediglich die Bank als Backup, wenn der Scheich sich entschließt zu investieren. Wir bieten ihm ein interessantes Portfolio. Ich denke, er wird sich's überlegen. Wenn du möchtest, begleite ich dich. Traust du mir nicht zu, dass ich das allein schaffe? Du hast mich zu deinem Nachfolger bestimmt. Es wäre lediglich ein Zeichen von Anstand. Der Scheich hat viele Optionen, in Europa zu investieren. Ich bin mir durchaus bewusst, dass dieser Termin wichtig ist. Und ich versichere dir, ich schaffe das. Viel Glück, mein Sohn. Viel Glück, Sebastian. Wow. Romantikhotel Fritsche oder was? Kriegst du da einen Besuch? Nee, das wird ein Geschäftsfrühstück. Mit Artischockencreme und Trüffelbutter. Ja, schmeckt komisch, oder? Leberwurst wäre mir auch lieber gewesen. Guten Morgen. Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Ja, ich bin ja auch einfach auf der Couch eingeschlafen gestern, oder? Gab's noch was Neues? Allerdings. Aber setz dich erst mal. Hey. Und du steh da nicht so doof rum. Oh, tolles Frühstück. Ja, aber jetzt erzähl, was? Ein Kollege von Klötner Bau hat angerufen. Der Chef würde dich gern nachher treffen. Echt? Wo? Im No Limits. Das ist ja super. Das... Ach, danke. Du bist toll. Du, ich muss mich jetzt noch ein bisschen vorbereiten, okay? Aber willst du nicht erst was essen und ich kann dir noch ein paar Tipps geben? Ich krieg jetzt wirklich kein bisschen mehr runter vor dem Gespräch. Das ist... Danke. Bis später. Das Frühstück. Frühstück? Ist das wieder so ein todsicherer Fritsche-Plan? Plan? Was für ein Plan? Ja, in 3 Stufen zum Erfolg. Lernt man noch als Firmenchef, oder? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Andi, ich kenne dich. Du willst Bella. Also siehst du erst Verzweiflung, dann baust du sie wieder auf und am Ende erhoffst du dir die große Ernte. Ist doch ein toller Plan, oder? Mhm. Weißt du, was nur das Blöde an diesen todsicheren Fritsche-Plänen ist? Sie funktionieren nie. Erstaunlich, dass du überhaupt noch so schnell kannst. Wenn du willst, können wir eine Pause machen. Quatsch, Pause, ein Topfit. Vielleicht bist du wirklich ein bisschen schnell. Überfordert dich nicht. Schwachsinn. Na
Gott, was ist los? Wir müssen den Seiten stellen. Geht schon wieder. Was geht schon wieder? Ich rufe jetzt einen Arzt. Nein, geht schon wieder, wirklich. Du tust jetzt genau, was ich dir sage. Wir gehen jetzt irgendwo hin und du ruhst dich aus. Sonst Notarzt, Fräulein. Okay. Kaffeepause im No Limits? Saft. Frisch gepresst. Dafür lade ich dich ein. Warum, verdammt nochmal, landen jetzt schon die Faxe für Sebastian bei mir? Muss ich jetzt Ihren Job auch noch machen? Ich werde sofort an Graf Lahnstein weiterleiten. Ja, tun Sie das. Und leiten Sie vor allem die richtige Faxnummer weiter, wenn Sie das nicht überfordert. Irgendwann bringe ich ihn um. Nach allem, was ich recherchiert habe, scheint der Scheich ein sehr umgänglicher Mensch und beliebter Geschäftspartner zu sein. Er wählt die Objekte seiner Investition allerdings auch sehr sorgfältig aus, daher ist er so erfolgreich. Oh, Gott sei Dank, du bist ja noch da. Habe ich was vergessen? Ja, allerdings. Ich habe ein bisschen recherchiert. Scheich Kammer ist ein großer Krawattenliebhaber. Das heißt, die hier geht gar nicht. Na, wie sagt man so schön, wenn ich dich nicht hätte. Ja. Was ist das ja ein Fax von der BNO? Der Menschenrechtsorganisation? Die schreiben, dass der Scheich Anteile an zahlreichen Firmen besitzt, die mit Kinderarbeit in Verbindung stehen. Ja, damit können wir jetzt leider nicht dienen. Ach, hey, komm schon. Wer weiß, was das ist. Derjenige hat von demjenigen gehört und so weiter. Hallo? Ich kann das unmöglich ignorieren. Wenn an der Sache was dran ist, dann kann ich doch unmöglich... Du ziehst jetzt den Termin durch wie geplant und ich recherchiere, ob da was dran ist, okay? Sobald ich was weiß, melde ich mich. Hm? Okay. Dann überprüf das. Ich will keine Überraschungen. Hey, du schon wieder? Ja? Ja, ich kann hier immer am besten arbeiten. Vor allem morgens, wenn es so schön ruhig ist. Ach, das nennst du Arbeiten? Entschuldige mal bitte, das hier ist ein Referat über den Piloten Charles Lindbergh. Schon mal gehört? Einen Kaffee, bitte. Ja. Du, sag mal, dein Schwarm scheint ja heute Morgen auch schon ganz gute Unterhaltung gefunden zu haben. Ach, das ist Harald Klötner, ein Bauunternehmer. Er führt gerade ein Forschungsgespräch mit ihr, das ich hier vermittelt habe. Was? Ich verstehe, das ist Stufe 2. Na ja, die scheint ja gerade ganz schön in die Hose zu gehen, ne? Wieso? Ja, du, wenn ich dich besser wüsste, dann würde ich sagen, die beiden haben ein Date. Ach, Quatsch. Nee, guck dir Bella doch mal bitte an. Die steht total auf ihn. Auf keinen Fall, sie ist nervös. Er hat ein Vorstellungsgespräch. Und hast du dir diesen Klötner mal angeguckt? Der ist fast 70. Also wenn der 70 ist, dann hat er sich ganz schön gut gehalten. Verdammt. Dann hat er wohl seinen Sohn geschickt. Ist wirklich alles okay bei dir? Okay. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Du siehst aus, als kommst du vom Hausputz. Danke. Du siehst auch nicht gerade besser aus. Eben. Was ist, wenn ich jetzt hier einen heißen Typen treffe? Keine Panik, in dem Outfit wird dich garantiert jeder übersehen. Stimmt. Wie er aussieht. Witzig. Geht so. Ich habe damit 2 frisch gepresste O-Säfte. Danke. Und ein paar Cupcakes für euch. Bitte sehr. Du solltest wirklich mal was essen. Ich trinke Vitamine. Das ist auch gut so, aber ein paar Kohlenhydrate könnten auch nicht schaden. Ich meine, vielleicht kommt der Schwächeanfall ja davon, dass du unterzuckert bist. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Kein Zucker, kein Fett und keine toten Kalorien. Ich glaube, jetzt gerade ist der denkbar ungünstigste Zeitpunkt für eine Diät. Du bist schwanger. Ja, und muss ich deshalb aussehen wie ein Walross? Jetzt hör endlich auf, mir vorzuschreiben, was ich essen oder trinken soll. Mach mir ja nur Sorgen ums Baby. Und ich frage mich, wieso? Ich bin die Mutter, ich bin schwanger und du bist eigentlich überhaupt nichts. Na, das war jetzt... Ich muss los. Und? Wie läuft's? Super.
Aber ist das überhaupt dieser Klötner? Weil der sieht irgendwie ein bisschen jung aus. Ja, der hat seinen Sohn geschickt, aber der ist wirklich irre nett. Und er ist interessiert. Toll. Ja, er baut sogar gerade an einer Wohnsiedlung und könnte mir einen Vertrag für 2 Jahre geben. Bingo. Außerdem ist er... Ja, man kann sich unglaublich gut mit ihm unterhalten. Und er sieht doch wirklich gut aus. Super. Aber er ist doch dein Chef. Ich meine, er wird es dann sein. Und ich meine, du hast doch selbst gesagt, du wirst nichts mit Kollegen anfangen. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, oder? Also wenn Leo bei dem Typen arbeiten würde, da könnte ich kein Auge mehr zumachen. Mann, Andi, sieh's ein, ist doch nicht so schlimm. Dein Plan geht nach hinten los. Du solltest dich bei Frau Wolf entschuldigen. Ich lade sie einfach mal auf einen Kaffee ein oder bring ihr eine Tüte Chips vorbei. Bitte? Ja, das ist so eine super Idee. Sie drückt mir ständig einen Text, dass ich mehr essen soll, wahrscheinlich, weil sie die ganze Zeit Kohldampf schiebt. Das kennt man doch von diesen ausgehungerten Jockeys. Jessica, du hast mir selbst erzählt, wie sehr Frau Wolf darunter gelitten hat, dass sie und Graf Hagen keine Kinder haben können. Ja, aber jetzt kommt sie damit klar. Außerdem weiß sie, dass bei mir momentan ein bisschen die Hormone verrückt spielen. Auch du kannst deine Hormone nicht für alles verantwortlich machen. Deiner versteht das schon. Das hat sich eben aber ganz anders angehört. Das Klavier? Dein Streit mit Frau Wolf. Oder was glaubst du, warum sie dich hat sitzen lassen? Deiner versteht mich. Wirklich, Onkel Justus, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass wir 3 das wirklich zusammen hinkriegen können. Wenn ich dir einen Rat geben darf, genau das solltest du Frau Wolf sagen. Aber ohne Tüte Chips. Persönlicher. Na gut. Und du hörst jetzt mal auf, dir Sorgen zu machen. Ist alles gut, ja? Oh, verdammt! Hat er sich bei Ihnen schon gemeldet? Nee, tut mir leid. Die schreiben, dass der Scheich Anteile an zahlreichen Firmen besitzt, die mit Kinderarbeit in Verbindung stehen. Scheichkammer. Wolf, freut mich sehr. Sehr angenehm. Graf Landstein, es ist meine Ehre. Ganz meinerseits. Oh, kann ich dich kurz sprechen? Unter 4 Augen. Ich habe keine Geheimnisse vor, Elisabeth. Schön. Du bist dabei, einen großen Fehler zu machen. Tatsächlich. Sebastian ist ein ganz ordentlicher Anwalt und meinetwegen auch eine ganz brauchbare rechte Hand. Aber als Geschäftsführer, ich meine, als Chef, eine totale Fehlbesetzung. Lass mich raten. Du hältst dich für die richtige Besetzung. Habe ich recht? Ich bin älter, ich habe mehr Erfahrung, ich habe die nötigen Kontakte, ich leite die Bank. Die dank deiner kompetenten Führung so gut wie pleite ist. Wir wissen doch beide, dass der Finanzbereich ein riskantes Geschäftsfeld ist. Darum geht's auch gar nicht. Du kannst doch nicht allen Ernstes, nur weil wir persönliche Differenzen haben, die Zukunft der gesamten Firma in Sebastians Hände legen. Sebastian ist ein hervorragender Geschäftsmann und ein ausgezeichneter Anwalt. Das mag ja sein. Aber das hier ist eine Nummer zu groß für ihn. Vielen Dank, die Herrschaften. Ja, bitte. Dankeschön. Eine wirklich außergewöhnlich schöne Krawatte, Graf Landstein. Oh, ja, danke. Die stammt aus dem Modehaus meiner Frau, Linie Clarisse Lahnstein, aus der letzten Kollektion. Ja, natürlich, was sonst? Meine Frauen sind auch große Fans von LCL. Danke. Meine Frau wird sich freuen, das zu hören. Ich bin auch sonst von dem Unternehmen Ihrer Familie sehr angetan. Ich beobachte es schon seit ein paar Jahren. Wie Sie wissen, interessieren mich Firmen mit familiären Strukturen. Wenn mehrere Generationen zusammenarbeiten. Ja, das ist mir bekannt. Gut. Dann
Lassen Sie uns doch direkt zum Wesentlichen kommen. Ich habe alle Unterlagen geprüft und mich bereits entschieden. Sie haben doch bestimmt die Verträge schon vorbereitet. Ja, sicher. Aber wollen Sie denn wirklich gar nicht mehr über unser Unternehmen erfahren? Nicht nötig. Meine Berater haben schon alles gründlich recherchiert. Ihr Angebot ist ausgezeichnet. Und ich werde in Landstein Enterprises investieren. Stimmt etwas nicht? Was? Um ehrlich zu sein, ich würde mich natürlich freuen, wenn eine Zusammenarbeit zwischen uns zustande kommt. Aber? Nur eine Frage. Bei allem nötigen Respekt, Scheich Kamar. Sind Sie schon einmal mit Firmen in Verbindung getreten, die Kinder für sich arbeiten lassen? Was sagen Sie? Wollen Sie mir etwa unterstellen, ich billige Kinderarbeit? Nein, das war nur eine Frage. Sie beschmutzen die Ehre meiner Person und meiner Familie. Scheich Kamar, es tut mir leid, aber das war nicht meine Absicht. Es tut mir leid, Graf Landstein. In Anbetracht der Umstände betrachte ich unsere Verhandlungen als beendet. Hey, ist was passiert? Nee, nix. Gut. Wollen wir über nichts reden? Ich glaube, ich krieg das einfach nicht hin. Jessica und Hagen dabei zusehen, wie sie ein Baby kriegen. Du sollst ja auch nicht zusehen. Du sollst mithelfen. Ich denke, ihr seid ein Team. Ja, klar, wir drei, die glückliche Familie. Es funktioniert doch nicht. Deine Mutter und ich, wir haben das mit Ansgar und Kim auch ganz gut hingekriegt. Naja, meistens zumindest. Weißt du, bei uns dreien, da geht das nicht. Jedes Mal, wenn ich Jessica sehe, da sehe ich, dass sie genau das hat, was ich nicht haben kann. Und dass ich nichts dagegen tun kann. Ich würde ja gern mit der Situation klarkommen. Hagen zuliebe und dem Baby. Das wird schon. Ich dachte, Jessica und du, ihr seid gute Freundinnen. Ja, so dicke, dass wir uns sogar den Mann teilen. Machen wir uns doch nichts vor. Vielleicht tun wir die ganze Zeit so, als wären wir Freundinnen, aber in Wahrheit sind wir nichts. To